In den Ride Review Disney Park Updates sprechen wir über die aktuellen Neuigkeiten rund um die verschiedenen Disney Parks. Von Anaheim bis Tokio, von Baustellenbildern bis Events. Wir lassen nichts außen vor. Walt Disney World. Vertikallift für neue Achterbahnen. Disneys Hollywood Studios. Auf der Medien- und Technologiemesse South by Southwest hat Disney spannende neue Details zum kommenden Themenbereich in den Hollywood Studios vorgestellt. Die Hauptattraktion wird der Monster AG Door Coaster, Disneys erster Inverted Coaster sein, der die Besucher auf ein Abenteuer durch Monstropolis mitnimmt. Die Achterbahn wird mit einem Vertikallift ausgestattet sein. Eine Premiere für Disney. Die Station wird 4 Ladebereiche bieten, die über 3 Weichen auf die Hauptstrecke zusammengeführt werden. Die Besucher steigen seitlich ein, ähnlich wie bei Fly im Phantasialand, und die Sitze drehen sich anschließend in Fahrposition. Ein spannendes neues Fahrerlebnis. Disney hat den Hersteller nicht offiziell genannt, doch die gezeigten Aufnahmen deuten auf Vekoma aus den Niederlanden hin. Der erfahrene Hersteller hat bereits viele Achterbahnen für Disney gebaut. Eine ausführliche Reportage zu Vekoma findet ihr ebenfalls hier auf dem Kanal. Ein Eröffnungsdatum wurde noch nicht bekannt gegeben, aber die Bauarbeiten sollen noch dieses Jahr beginnen. Mit dieser neuen Attraktion will Disney die Hollywood Studios auf das nächste Level heben. Wir sind gespannt auf weitere Details. Neue Details zur Cars-Attraktion Magic Kingdom. Disney hat spannende neue Details zur kommenden Cars-Attraktion im Magic Kingdom bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um einen neuen Attraktionstyp, der speziell für dieses Abenteuer entwickelt wurde. Lightning McQueen und Mater werden die Gäste in einem Offroad-Abenteuer durch felsiges Gelände, Berggipfel und Geysire führen. Die Imagineers reisten in die Wüste von Arizona, um das Fahrverhalten realer Offroad-Fahrzeuge zu erforschen. Mit diesen Erkenntnissen arbeiteten sie mit einem Motocross-Unternehmen zusammen, um eine echte, unbefestigte Strecke zu bauen, und nahmen die gewonnenen Daten mit zurück, um die Bewegungen der Fahrzeuge und die Rennstrecke zu entwickeln. Das Testfahrzeug, das auf der Teststrecke verwendet wurde, ist mit vielen Sensoren ausgestattet, um Informationen zu sammeln, wie das Fahrzeug auf unterschiedliches Gelände reagiert. Diese Daten helfen, das Fahrverhalten der Attraktion zu optimieren. Obwohl die gezeigte Strecke nicht das endgültige Layout der Attraktion ist, wollen die Imagineers ein Gelände schaffen, das Lightning McQueen und Mater noch nie erlebt haben. Pixar und Imagineering arbeiten auch bereits an der Entwicklung neuer Charaktere, mit denen die Gäste fahren oder denen sie begegnen werden. Erste Skizzen von 3 dieser Autos wurden bereits veröffentlicht. Die Bauarbeiten für das Projekt sind noch nicht gestartet. Keine Virtual Queues mehr. Disney World. Mit der Eröffnung von Rise of the Resistance führte Disney das Virtual Queue-System ein, das vor allem für Neuheiten genutzt wurde. In der Vergangenheit musste man dieses System insbesondere bei den Achterbahnen Tron Lightcycle Run und Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind nutzen. Dies bedeutete, dass man entweder um 7 oder um 14 Uhr in der Disney World App eine Boardinggruppe für die Attraktion buchen musste. Doch das ist nun Geschichte. Im vergangenen Jahr fielen bereits die Boardinggruppen bei Tron und nun wurden diese auch bei Cosmic Rewind und Tiana's Bayou Adventure entfernt. Dies hat den Vorteil, dass weniger geplant werden muss und man die Attraktionen häufiger fahren kann. Allerdings waren die Wartezeiten am ersten Tag ohne Boardinggruppen bei Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind mit bis zu 170 Minuten sehr lang. Galactic Star Cruiser wird zu Büros. Disneys Hollywood Studios. Wir haben von Anfang an über das Star Wars Hotel Star Wars Galactic Star Cruiser berichtet. Ursprüngliche Gerüchte besagten, dass das ehemalige Hotel, das im September 2023 geschlossen wurde, möglicherweise für eine Dinnershow umgestaltet werden sollte. Diese Gerüchte haben sich jedoch als falsch herausgestellt. Nun wurde bekannt, dass das Hotel für interne Zwecke genutzt wird. Das Gebäude wird in Walt Disney Imagineering Büros umfunktioniert und dient als Planungszentrale für verschiedene neue Projekte. Damit wird der Star Cruiser zunächst nicht für Gäste erlebbar sein. Mit der Schließung konnte Disney Steuern im Wert von 300 Millionen Euro abschreiben. Verschiedene Parks. Neue Mission für den Millennium Falcon. Disneys Hollywood Studios, Disneyland Anaheim. Disney hat bekannt gegeben, dass die Attraktion Millennium Falcon Smuggler's Run eine neue Mission erhalten wird.
Diese wird an den kommenden Film The Mandalorian and Grogu angelehnt sein, der am 22. Mai 2026 in die Kinos kommt. Zeitgleich sollen neue Missionen sowohl in Disneyland als auch in Disneys Hollywood Studios ihre Premiere feiern. In der neuen Mission werden die Gäste an Bord des Millennium Falcon auf eine spannende Reise durch das Star Wars-Universum geschickt. Dabei geht es unter anderem zu bekannten Schauplätzen wie Tatooine, Cloud City und den Ruinen des zweiten Todessterns. Die abwechslungsreiche Mission verspricht ein intensives und immersives Erlebnis für alle Star Wars-Fans. Neue Droiden in den Disney-Parks: Disneyland Paris, Disneys Hollywood Studios, Tokyo Disneyland. Disney hat angekündigt, dass die BD-X-Droiden bald in verschiedenen Disney-Parks erlebbar sein werden. Die neuen Droiden wurden bereits im Jahr 2023 im Disneyland Anaheim getestet und sollen noch in diesem Jahr offiziell Premiere feiern. Die BD-X-Droiden werden zukünftig im Disneyland Paris, in den Hollywood Studios und im Tokyo Disneyland zu sehen sein. Die Besucher können die interaktiven Droiden hautnah erleben und mit ihnen in den Themenbereichen der Parks interagieren. Bemerkenswert ist, dass die BD-X-Droiden auch im kommenden Film The Mandalorian and Grogu eine Rolle spielen werden. Damit verbindet Disney die Erlebniswelten der Parks direkt mit der beliebten Star Wars-Geschichte. Disneyland Resort. Neue Details zu Stark Flight Lab, Disneys California Adventure. Im Stark Flight Lab haben die Besucher die Möglichkeit, die neueste Technik von Tony Stark zu testen. Diese innovative Attraktion bietet ein einzigartiges Erlebnis, das Technik und Abenteuer miteinander verbindet. Vor kurzem besuchte Robert Downey Jr. das Walt Disney Imagineering Team, um einen exklusiven Einblick in die neue Attraktion zu erhalten. Im Stark Flight Lab nehmen die Gäste Platz in sogenannten gyrokinetischen Pods, die sich auf einer Strecke bewegen, um die neueste Technologie aus Stark Industries hautnah zu erleben. Der Höhepunkt der Fahrt ist der Roboterarm, an dem verschiedene rasante Manöver ausgeführt werden, inspiriert von Iron Man und anderen Avengers. Mit Hilfe von Tensern und Motion Capture Technologie hat das Imagineering-Team die Bewegungen der Roboter exakt in die Fahrtmodelle integriert. Ziel war es, die Roboter im Stark Flight Lab so lebensecht wie möglich wirken zu lassen. It's a Small World mit neuem Lied. Disneyland Park. Am 25. Mai 2024 verstarb Richard M. Sherman, eine wahre Disney-Legende. Zusammen mit seinem Bruder Robert B. Sherman, der 2012 verstorben ist, komponierte er viele der bekanntesten Disney-Songs und Musik für Themenparkattraktionen auf der ganzen Welt, darunter auch den unvergesslichen Ohrwurm It's a Small World. Zum 60-jährigen Jubiläum des Songs wurde eine neue Strophe veröffentlicht, die Richard M. Sherman in seinem letzten Disney-Beitrag geschrieben hat. Disneyland wird diese dritte und letzte Strophe der beliebten Attraktion It's a Small World ab dem 17. Juli erstmals in der Attraktion spielen. Ob diese neue Strophe auch in den anderen Disney-Parks weltweit zu hören sein wird, ist bisher noch nicht bekannt. Zeitgleich wird auch die neue Show Walt Disney A Magical Life rund um das Leben von Walt Disney ihre Premiere feiern. Ursprünglich sollte die Show bereits früher erlebbar sein, jedoch wurde die Eröffnung nun auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Und das war's schon wieder mit den Disney Park Updates. Wir hoffen, euch hat es gefallen und wir sind raus. Eure Uschi, euer Bro und euer Moritz fürs Ride Review Video Magazin.